Okay, vielleicht sollte ich nächstes Mal die Kamera anmachen, nachdem ich vom Rad runter bin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FHU-Vlog. Heute geht es um ein Thema, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar ist das die psychische Gesundheit während des Studiums. Dieses Video entsteht in Kooperation zusammen mit der FSI Lehramt am Campus Nürnberg. Liebe Grüße an dieser Stelle. Denn die Mitglieder haben sich während der Pandemie irgendwann mal zusammengesetzt und sich mal ganz ehrlich die Frage gestellt, hey, wie geht's uns denn eigentlich momentan? Und dabei kam raus, dass es eigentlich keinem der FSI-Mitglieder momentan wirklich gut geht, und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Und deswegen haben die sich gedacht, hey, wir recherchieren mal und stellen eine Liste zusammen an Angeboten, wo man sich an der FHU psychologische und beratungstechnische Hilfe und Unterstützung suchen kann. Und diese Beratungsangebote möchte ich euch jetzt heute zusätzlich im Videoformat vorstellen. Trotzdem findet ihr natürlich die Liste, die die FSI erstellt hat, die mittlerweile auf mehreren Websites vertreten ist, unten in der Infobox. Und außerdem verlinke ich euch alle Kontaktdaten und alles, was relevant ist, was ich hier sage, nochmal unten. Was mir ganz am Anfang ganz besonders wichtig ist, egal wer jetzt gerade dieses Video hier anguckt, also egal welcher Job, welcher Studiengang und vielleicht auch welche persönlichen Umstände dich irgendwie begleiten, es ist absolut kein Grund, sich schlecht zu fühlen oder sich zu schämen, wenn Job, Uni, Alltag und auch eben persönliche Themen zu einer anhaltenden Belastung werden, mit der man nicht mehr alleine klarkommt. Da sollte man sich Hilfe suchen, das ist absolut keine Schande, und um das auch nochmal zu betonen, mache ich dieses Video hier, und dafür hat auch die FSI die Listen erstellt. Es gibt einfach momentan wahnsinnig viel zu verarbeiten, und da ist es gar nicht verwunderlich, wenn Körper und Kopf, die das natürlich sonst nicht so gewohnt sind, einfach nicht mitkommen. Und so ein paar Anzeichen dafür, dass Körper und Kopf gerade nicht hinterherkommen mit Reize verarbeiten, sind zum Beispiel Probleme beim Ein- oder beim Durchschlafen, Probleme mit der Konzentration, Probleme mit dem Selbstwert auch, so diffuse Nervositäts- oder Angstgefühle, auch Anfälligkeit für Infekte, generelle Reizbarkeit und so weiter. Falls ihr merkt, dass ihr anfangt, unter solchen Belastungsproblemen zu leiden, dann ist der erste Schritt immer, fangt an und traut euch darüber zu sprechen. Vertraut euch Familie an, vertraut euch Freunden an und scheut euch dabei wirklich nicht, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es denen momentan ähnlich geht, ist aktuell so hoch wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und wenn euch das nicht reicht, es gibt außerdem von vielen FSI immer wieder Spieleabende, so Einladungen zum FSI-Plausch und einfach Treffen zum Austauschen. Da findet ihr mehrere Links in dem FSI-Dokument, das ich euch unten verlinkt habe, oder ihr fragt einfach mal bei eurer FSI nach. Die haben meistens entweder eine Mailadresse oder auch sogar einen Instagram-Account. Falls die Hemmschwelle dafür zu hoch sein sollte, was auch vollkommen okay ist, dann helfen euch zum Beispiel diese Nummern, die ich euch hier mal einblende. Die sind 24/7 erreichbar, sind anonym und kostenlos und auch einfach dafür da, wenn man sich mal was von der Seele quatschen möchte. Was außerdem hilfreich sein kann, ist, sich einen Ausgleich zum Homeoffice und zum Alltag generell zu schaffen. Das ist super individuell, das kann für manche ganz klassisch Sport sein, für andere ist es vielleicht Musik oder sich mit Freunden zu treffen, spazieren zu gehen, was auch immer. Da müsst ihr einfach wirklich gucken, was euch da gut tut und was euch da hilft. Wichtig ist es nur eben, das auch wirklich mal einzuplanen und dem Kopf und dem Körper so einen Zeitslot zu geben, wo er auch wirklich mal abschalten kann und mal ein bisschen Ruhe abbekommt. Falls euch diese Dinge nicht weiterhelfen, dann kann es sinnvoll sein, ein Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Da gibt es an der FHU so einige, und ich bewege mich jetzt gerade in die Stadt rein, um euch so ein paar von den Einrichtungen mal zu zeigen. In dem Gebäude, vor dem ich gerade stehe, befindet sich das Büro für Gender und Diversity, und an das könnt ihr euch wenden, solltet ihr alle möglichen Fragen zu Antidiskriminierung, zur Interkultur, zu Inklusion und Barrierefreiheit oder auch zur geschlechtlichen Identität und zur sexuellen Orientierung haben.
In dem Gebäude hinter mir befindet sich der Standort der evangelischen Studierendengemeinde in Erlangen. Das ist jetzt eher nur exemplarisch, denn es gibt da auch noch einen Standort in Nürnberg und außerdem gibt es auch noch Beratungsangebote von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayern allgemein und auch von der katholischen Hochschulgemeinde. Und unabhängig von Weltanschauung, Konfession und Religion sind da alle Studis willkommen, sich zum Beispiel an Thomas Zeitler, an Bettina Hornung oder an Kerstin Schönleben zu wenden, wenn es Beziehungsfragen, Probleme und Stress mit dem Studium oder auch der Zukunftsplanung geben sollte. Den Platz, an dem ich mich gerade befinde, kennt man wahrscheinlich vor allem durch die Mensa. Die ist da hinten in einem gelben Gebäude. Ich befinde mich nämlich gerade am Studentenwerk und das Studentenwerk hat natürlich nicht nur die Mensa, sondern unter anderem auch eine psychosoziale Beratungsstelle, die aus einer psychologisch-psychotherapeutischen Beratungsstelle und der Sozialberatung besteht. Bei der psychologisch-psychotherapeutischen Beratungsstelle kann man sich beispielsweise für ein Beratungsgespräch melden, wenn man merkt, dass man zum Beispiel an den vorhin genannten Belastungsanzeichen leidet, wenn man Probleme im Studium hat oder auch Probleme im Alltag mit der Familie, mit Freunden etc. Angeboten werden dabei Einzelgespräche, Gruppengespräche, Partnergespräche und auch Familiengespräche. Für ein Einzelgespräch zahlt man dabei 10 €, für alles andere 15 €. Für Studis in wirtschaftlichen Notlagen besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Kosten erlassen werden. Die Sozialberatung kümmert sich konkret um zum Beispiel Studierende mit Kind, Studierende mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen und auch Studierende in wirtschaftlichen Notlagen. Alles, was ich bis jetzt genannt habe, sind Beratungsangebote und das ist vor allem für Lehramtsstudis wichtig. Beratungsangebote und Beratungsgespräche haben noch keinen Einfluss auf die Verbeamtung. Sollte allerdings in einem Beratungsgespräch rauskommen, dass danach eine psychologische Weiterbetreuung, also eine Psychotherapie notwendig ist, dann kann das unter Umständen Einfluss auf die Verbeamtung haben. Da könnt ihr euch zum Beispiel an die Rechtsberatung vom Studentenwerk wenden, die kann euch dann nämlich weiterhelfen. Sollte das der Fall sein und ihr wollt eine Psychotherapie in Anspruch nehmen, dann könnt ihr euch auch an das Studentenwerk wenden. Die bieten nämlich auch weiterführende Psychotherapie an. Das Wetter hat sich irgendwie nicht ganz entschieden, was heute für ein Tag ist. Ich möchte jetzt hier den Rest der Zeit nutzen, um nochmal zu betonen, dass sowohl die Inanspruchnahme von Beratungsgesprächen als auch eine darauffolgende Psychotherapie absolut nichts Schlimmes ist. Psychische Erkrankungen und Schwierigkeiten in Belastungssituationen sind leider unfassbar stark stigmatisiert. Das ist mir selbst auch sehr bewusst und ich finde das total schade und frustrierend, weil ich immer wieder mitbekomme, wie das super viele Leute davon abhält, sich rechtzeitig wirklich nötige Hilfe zu suchen. Dabei ist das in meinen Augen genau der Punkt, an dem man sieht, dass sich jemand gut um sich und seinen Kopf kümmert. Denn genauso wie wir einen Körper haben, haben wir auch einen Kopf, der einfach unserer Aufmerksamkeit bedarf. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Kraft fürs Online-Semester, teilt eure Energie gut ein und passt auf euch auf und vor allem sucht euch rechtzeitig Hilfe, falls es nötig sein sollte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin.